Kapitel 9 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. 9. Kapitel. Das Rote und das Indische Meer zeigen sich Phileas Foggs Absichten günstig. Die Entfernung Adens von Suez beträgt genau 1310 Meilen und die Company räumt ihren Packetbooten eine Zeit von 38 Stunden zur Fahrt ein. Der Mongolia fuhr mit verstärkter Feuerung so gut, dass er einen Vorsprung gewann. Die meisten der zu Brindisi an Bord gegangenen Passagiere hatten Indien zum Reiseziel. Die einen begaben sich nach Bombay, die anderen nach Calcutta, aber via Bombay, weil man, seit eine Eisenbahn die indische Halbinsel in ihrer ganzen Breite quer durchzieht, nicht mehr um die Spitze von Ceylon herumzufahren braucht. Unter den Passagieren des Mongolia zählte man verschiedene Civilbeamte und Offiziere jedes Grades. Von diesen gehörten einige der eigentlichen britannischen Armee. Die anderen kommandierten Truppen von Eingeborenen, Sepoys genannt, alle mit hohem Gehalt, selbst seitdem die Rechte und Lasten der früheren indischen Company an die Regierung übergegangen sind. Man lebte daher flott an Bord des Mongolia in dieser Gesellschaft von Beamten, worunter sich einige junge Engländer befanden, welche mit Millionen in der Tasche im Begriff waren, Handelscomptoire in der Ferne zu errichten. Der Proviantmeister, ein Vertrauensmann aus der Company, von gleichem Rang mit dem Kapitän des Bootes, sparte keinen Aufwand. Beim Frühstück morgens, beim Zwischenimbiß um 2 Uhr, beim Diner um 5:30 und beim Abendessen um 8 Uhr beugten sich die Tische unter den Platten frischen Fleisches und den Nebengerichten, welche die Metzgerei und die Küchen des Packetbootes lieferten. Die Frauen der Gesellschaft, es befanden sich einige dabei, wechselten zweimal täglich die Toilette. Man trieb Musik, tanzte sogar, wenn das Meer ruhig genug war. Aber das Rothe Meer ist sehr launenhaft und häufig schlimm, wie alle schmalen und langen Golfe. Wehte der Wind von der asiatischen oder afrikanischen Küste her, so gerieth der Mongolia, ein langer Schraubenspindel, von einer Seite gefasst, in fürchterliches Schwanken. Dann verschwanden die Damen, die Pianos verstummten, Gesang und Tanz hörte auf einmal auf. Und dennoch, trotz der Windstöße, trotz der hohlen See fuhr das Packetboot, von seiner starken Maschine getrieben, ungehemmt der Straße Bab el Mandeb zu. Was trieb inzwischen Phileas Fogg? Man hätte meinen können, er habe stets unruhig und ängstlich an nichts anderes gedacht, als an die dem Laufe des Schiffes hinderlichen Windwechsel, an die unordentlichen Bewegungen der hohlen See, welche eine Störung der Maschine veranlassen könnten, endlich an alle die möglichen Beschädigungen, welche dadurch, dass sie den Mongolia zum Anlegen an einem Hafen nöthigten, seiner Reise Eintrag gethan haben würden. Dies war aber durchaus nicht der Fall, oder wenigstens, wenn dieser Gentleman auch an alle diese möglichen Fälle dachte, ließ er nichts davon merken. Er war stets der leidenschaftslose Mann, das gleichmüthige Mitglied des Reformclubs, welches durch keinen Unfall oder Zufall in Verlegenheit gebracht werden konnte. Er schien von keiner anderen Bewegung getrieben als die Chronometer an Bord. Man sah ihn selten auf dem Verdeck. Es kümmerte ihn wenig, dies an Erinnerungen so reiche Rothe Meer, diesen Schauplatz der ersten historischen Scenen des Menschengeschlechts zu betrachten. Es lag ihm nichts daran, die merkwürdigen Städte zu erkennen, womit beide Gestade zahlreich besetzt sind und deren malerische Silhouetten manchmal am Horizont gezeichnet waren. Er machte sich keine Idee von den Gefahren des arabischen Golfs, deren die alten Historiker von Strabo bis Edrisi stets mit Schrecken gedachten und auf welchen die Seefahrer sich nie hinauswagten, ohne sich die Götter durch Sühnopfer geneigt zu machen. Was trieb also dieses in dem Mongolia eingekerkerte Original? Erstlich hielt er täglich seine 4 Mahlzeiten, ohne daß eine so merkwürdig organisierte Maschine jemals durch Schwanken oder Stampfen konnte in Unordnung gebracht werden.
Nachher spielte er Whist. Er hatte Spielgenossen getroffen, die ebenso leidenschaftlich dabei waren wie er. Es waren ein Zolleinnehmer, der sich auf seinen Posten nach Goa begab, ein Geistlicher, der ehrwürdige Decimus Smith, der nach Bombay zurückkehrte, und ein Brigadegeneral der englischen Armee, der sich zu seinem Corps nach Benares begab. Diese 3 Passagiere hatten für das Whistspiel eine gleich leidenschaftliche Vorliebe wie Herr Fogg und spielten ganze Stunden lang ebenso stille wie er. Passepartout spürte nicht das mindeste von Seekrankheit. Er hatte eine cabine im Vordertheile inne und aß ebenfalls mit Gewissenhaftigkeit. Unter diesen Bedingungen hatte die Reise für ihn allerdings nichts Unangenehmes mehr. Er machte sich dieselbe zunutze. Er hatte gute Nahrung und Wohnung, sah Länder und gab sich zudem selbst die Versicherung, der ganze Phantasieplan werde zu Bombay ein Ende haben. Am folgenden Morgen nach der Abfahrt aus Suez, den 29. Oktober, traf er zu einigem Vergnügen auf dem Verdeck den gefälligen Mann, an welchen er sich bei seiner Landung in Ägypten gewendet hatte. »Irre ich nicht«, sagte er, indem er ihn mit dem liebenswürdigsten Lächeln anredete, »so haben Sie, mein Herr, mich zu Suez so gefällig geführt?« »Wirklich«, erwiderte der Detective, »ich erkenne Sie wieder. Sie sind der Diener des originellen Engländers.« »Eben der Herr Fix, erwiderte Passepartout. »Es freut mich unendlich, Sie an Bord wieder zu finden. Und wohin geht die Reise?« »Eben dahin, wo die Ihrige, nach Bombay.« »Das ist ja herrlich! Haben Sie die Reise schon einmal gemacht?« »Bereits mehrmals«, erwiderte Fix. »Ich bin im Dienst der Peninsular Company.« »Dann sind Sie wohl in Indien bekannt?« »Ei, ja«, versetzte Fix, der nicht zu sehr herausrücken wollte. »Und das Indien ist ein merkwürdiges Land?« »Sehr merkwürdig. Da gibt's Moscheen, Minaretts, Tempel, Fakirs, Pagoden, Tiger, Schlangen, Bajaderen. Doch es steht zu erwarten, dass Sie Zeit genug haben werden, das Land zu besichtigen?« »Ich hoffe, Herr Fix. Sie begreifen wohl, daß ein Mensch von gesundem Verstand nicht fähig ist, sein Leben lang von einem Packetboot auf eine Eisenbahn und von einer Eisenbahn in ein Packetboot zu springen, unterm Vorwande, in 80 Tagen eine Reise um die Erde zu machen. Nein, alle diese Sprünge werden sicherlich zu Bombay aufhören.« »Und Herr Fogg befindet sich wohl?« fragte Fix in ganz natürlichem Tone. »Sehr wohl, Herr Fix. Ich auch übrigens. Ich esse wie ein Wolf, der noch nüchtern ist. Die Seeluft bringt das mit sich.« »Aber ich sehe Ihren Herrn nie auf dem Verdeck.« »Da ist er niemals. Er ist nicht neugierig.« »Wissen Sie, Herr Passepartout, diese vorgebliche Reise in 80 Tagen könnte wohl eine geheime Sendung verdecken? Eine diplomatische zum Beispiel?« »Meiner treu, Herr Fix, ich weiß nichts davon, gestehe ich Ihnen, und im Grunde gäbe ich nicht eine halbe Krone darum, es zu wissen.« Seit diesem Begegnen plauderten Passepartout und Fix oft miteinander. Dem Polizeiagenten war daran gelegen, mit dem Diener des Herrn Fogg vertraut zu werden. Das konnte bei Gelegenheit ihm förderlich sein. Er bot ihm daher oft im Schenkzimmer des Mongolia einige Gläser Whisky oder Dünnbier. Der wackere Bursche nahm dies ohne weiteres an und bot ihm ein gleiches, um nicht seinerseits zurückzustehen, hielt übrigens diesen Fix für einen recht honneten Gentleman. Inzwischen fuhr das Packetboot rasch weiter. Am 13. bekam man Mokka in Sicht, das man von zerfallenen Mauern umgeben sah, und darüber ragten einige grünende Dattelbäume hervor. Fern im Gebirge erblickte man ausgedehnte Kaffeepflanzungen. Passepartout war entzückt, diese berühmte Stadt zu sehen,
und er fand sogar, daß sie mit ihren Ringmauern und einem Fort mit niedergerissenen Mauern, welches wie eine Handhabe aussah, einer enormen Halbtasse glich. Während der folgenden Nacht fuhr der Mongolia durch die Straße Bab el Mandeb und tags darauf, den 14., nahm er zu Steamer Point, nordwestlich von der Rhede Aden, Erfrischungen ein. Hier mußte er sich mit Kohlen versehen. Dass die Packetboote in so weiter Entfernung von den Centren der Production ihren Kohlenvorrath erneuern können, ist eine sehr wichtige Sache. Nur allein für die Peninsular Company beträgt dies einen Kostenaufwand von 8-mal 100.000 Pfund. Man hat dafür in mehreren Häfen Niederlagen errichten müssen, und in diesen fernen Meeren kommt die Kohle auf 80 Francs die Tonne zu stehen. Der Mongolia hatte noch 1650 Meilen zu machen bis nach Bombay, und er bedurfte zu Steamer Point 4 Stunden Zeit, um seine Vorrathsräume zu füllen. Aber dieser Aufenthalt konnte dem Programm des Herrn Fogg durchaus keinen Eintrag thun. Derselbe war schon vorgesehen, und zudem lief der Mongolia, dessen Ankunft zu Aden erst am Vormittag des 15. Oktober vorgeschrieben war, schon am Abend des 14. daselbst ein, also mit einem Vorsprung von 15 Stunden. Herr Fogg begab sich mit seinem Diener ans Land, um seinen Paß visiren zu lassen. Fix schloss sich unbemerkt an. Als diese Formalität erfüllt war, kehrte Phileas Fogg an Bord zurück, um seine unterbrochene Partie zu Ende zu spielen. Passepartout schlenderte seiner Gewohnheit nach mitten in dieser Bevölkerung von Somanlis, Banyanen, Parsi, Juden, Arabern, Europäern, woraus die 25.000 Bewohner Adens bestehen. Er bewunderte die Befestigungswerke, welche aus dieser Stadt ein Gibraltar für die indischen Meere machen, und stattliche Zisternen, womit die englischen Ingenieure 2000 Jahre nach denen des Königs Salomo noch beschäftigt waren. Sehr merkwürdig, sagte sich Passepartout, als er an Bord zurückkam. Ich merke wohl, daß das Reisen nicht ohne Nutzen ist, wenn man Neues sehen will. Um 6 Uhr abends rührte sich die Schraube des Mongolia zum Wellenschlag, die Rhede von Aden zu verlassen, und bald fuhr er auf dem Indischen Meere. Für die Fahrt nach Bombay waren ihm 168 Stunden eingeräumt. Übrigens zeigte sich dieses Meer günstig. Bei fortwährendem Nordwestwind konnten die Segel die Dampfkraft unterstützen. Das Boot, nun besser gestützt, schwankte weniger, und die Frauen erschienen in frischer Toilette wieder auf dem Verdeck. Gesang und Tanz begann wieder. So ging die Reise unter den günstigsten Bedingungen vonstatten. Passepartout war über den liebenswürdigen Gesellschafter entzückt, welchen der Zufall ihm in der Person des Herrn Fix zugeführt hatte. Sonntag, den 20. Oktober, gegen Mittag bekam man die Küste Indiens in Sicht. 2 Stunden darauf kam der Pilot an Bord des Mongolia. Am Horizont zeichnete sich ein Hintergrund von Hügeln in harmonischen Umrissen von dem Himmelblau ab. Bald traten die Reihen Palmbäume, welche die Stadt verdeckten, in den lebensvollen Vordergrund. Das Packetboot lief in die Rhede ein, welche von den Inseln Salsette, Colaba, Elephanta und Butcher gebildet wird, und nach 4,5 Stunden lag es vor den Quais von Bombay. Phileas Fogg hatte eben den 33. Robber des Tages fertig und beendigte mit seinen Spielgenossen, nachdem sie dank einem kühnen Manöver 13 Stiche gemacht, diese schöne Überfahrt mit einem bewundernswerthen Schlemm. Der Mongolia langte anstatt am 22. Oktober bereits am 20. zu Bombay an. Damit waren also seit der Abfahrt von London 2 Tage gewonnen, welche Phileas Fogg methodisch in seinem Reisenotizbüchlein auf die Spalte des Guthabens eintrug. Fußnoten: ein Brigadier mit 16.000 Thalern, Generale 33.300 Thaler. Die Gehalte der Civilbeamten sind noch höher. Richter erhalten 16.000 Thaler, die Präsidenten der Gerichtshöfe über 66.000 Thaler, die Gouverneure 100.000 Thaler, der Generalgouverneur über 200.000 Thaler.
Ende von Kapitel 9.